Hallo, ich bin James der Gärtner und heute werde ich meine Rosen vom Winter vorbereiten. Kommen Sie mit! So, unsere Strauchrosen sind gut durch das Jahr gekommen. Die haben mehrfach geblüht und jetzt setzen sie Hagebutten an. Natürlich kann ich die Hagebutten stehen lassen, wenn ich sie möchte. Sie sehen schön aus im Winter und bieten den Insekten ein bisschen was zu knabbern an. Aber manchmal funktionieren die Hagebutten nicht. Wir sehen hier, die sind einfach schon weggefault, sieht nicht so schön aus. Und außerdem, diese Rose ist ein bisschen gagelig geworden. Und das könnte gefährlich sein, falls es schneit. Dann diese Triebe werden nach unten gedrückt und die könnten abbrechen. Deswegen möchten wir kurz vorm Winter diese Triebe kürzen. Ja, man muss nicht sehr präzise schneiden. Es ist eigentlich egal, wo man schneidet, bloß dass die Rose ein bisschen kürzer ist und bietet weniger Angriffsfläche für die bevorstehenden Stürme. So, wir brauchen bloß die Schere und wir schneiden alles, was übermäßig lang ist, weg. Zack, zack, zack. Weg, weg. Man sieht, dass diese Rose ziemlich stark an Sternrosttau leidet. Da diese schwarzen Pünktchen überall. Das ist ein typischer Herbstpilz. Es ist nicht tödlich, es sieht nur ein bisschen blöd aus. Was hilft, wenn Sie im Herbst mit irgendwas Kupferhaltiges spritzt? Das bewirkt, dass die Rose bis Frühjahr das alte Laub verliert. Oft die Winter hier in Deutschland sind nicht streng genug und die Rosen nehmen altes Laub vom Vorjahr mit ins nächste Jahr. Laub, was viele Sporen, Pilzsporen hat. Wir möchten, dass unsere Rosen alles Laub runterschmeißt im Winter, dass wir das Laub vom Boden dann gut aufräumen können. Und sie helfen der Rose, wenn sie im Herbst mit was Kupferhaltiges spritzen. Das bewirkt, dass die Rose das ganze Laub dann schmeißt über den Winter. Es passiert nicht von einem Tag auf den anderen, also erwarten Sie nicht, dass plötzlich boing, das ganze Laub weg ist, aber bis im Frühjahr ist das ganze Laub dann runtergefallen. Ja. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Pilzkrankheiten bei Rosen vorbeugen können, klicken Sie rechts oben. Da gibt es ein paar Tipps. Ich lasse ein paar Hagebutten dran, weil die schön aussehen. Also wenigstens diese sehen schön aus. Und nächstes Jahr im Frühjahr schneiden wir die Rose richtig zurück. Also der eigentliche Schnitt findet im Frühjahr statt. Was wir gerade gemacht haben, das ist bloß ein Wintervorbereitungsschnitt, dass die Rose gesund und heil durch den Winter kommt. Machen Sie es unbedingt im Herbst zu Hause. Tschüss, bis nächstes Mal. Falls Sie noch Fragen zur Rosenpflege haben, dann schreiben Sie bitte in unserem Rosenpflegekasten unten. Und wenn Sie noch mehr Videos über Rosen sehen möchten, rechts oben sind die alle da für Sie.